Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es was zu zelebrieren, ja? Wir haben es nämlich geschafft. Endlich, endlich unsere Schatzkammer, ja, hier auf Stufe 45 zu katapultieren. Katapultieren, ja, ist schon lange nicht mehr gesagt, ist mir gerade mal so in den Sinn gekommen, ja. Und damit haben wir das Maximallevel der Stufe 45 von der Schatzkammer endlich erreicht. Das heißt, im Umkehrschluss können wir jetzt weitermachen mit dem Edelsteinminenausbau auf Stufe 100. Es wird Zeit, ja. Ich habe ganz schön Vorsprung hier einbußen müssen, dadurch, dass ich meine Strategie gewechselt habe und von der Edelsteinmine auf die Schatzkammer umgeswitcht habe. Aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr nicht auf die schnellen Stat-Punkte der besseren Edelsteine aus seid, um in der Ehrenhalle ein bisschen besser zu performen dadurch für kurze Zeit, ja, dann macht erst die Schatzkammer auf Stufe 45, bevor ihr die Edelsteinmine auf 100 durchballert. Erster Punkt, die Edelsteine werden nicht gravierend besser dadurch, sondern umso höher man in der Stufe kommt, umso weniger lohnt sich der Ausbau überhaupt noch für die Edelsteinmine, weil die dann weniger Statpunkte dadurch bekommen. Und zweiter Punkt, den ich ja schon öfter mal angesprochen hatte, ist in der Zeit, wo ihr ja quasi die Schatzkammer ausbaut, habt ihr ja erstmal mehr Slots frei im Inventar. Das ist erstmal der Punkt, der sowieso erstmal jeden von euch reizen sollte. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Jetzt habe ich 3 komplette Schubladen hier nochmal extra frei, um Items aufzubewahren. Und ob ich jetzt nun meine Edelsteinmine auf 100 bringe oder ein Jahr später, ist mir persönlich jetzt auch egal. Nur jetzt habe ich den Vorteil, dass ich halt hiervon schon profitieren kann, die 3 Schubladen hier zu besitzen. Das heißt, ich habe immer mehr Platz für Items, die ich dann zur Hexe bringen kann, um dadurch mehr Gold zu bekommen, um im Umkehrschluss mehr Statpunkte zu farmen. Wenn ihr die Edelsteinmine zuerst auf 100 hochzieht und dann erst anfangt mit der Schatzkammer, ja, dann habt ihr zwar bessere Edelsteine, aber ihr habt in der Zeit, wo ihr die hochgezogen habt auf Stufe 100, und das dauert eine Zeit lang, habt ihr nicht mehr Platz im Inventar. Das heißt, ihr könnt auch weniger Statpunkte bei der Hexe machen, weil ihr weniger Sammelplatz habt. So. Ich denke, das ist ziemlich verständlich und einleuchtend und deswegen gebe ich euch den Tipp, Schatzkammer vor Edelsteinmine ausbauen und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr fertig seid mit der Schatzkammer, geht der relativ fix im Verhältnis zur Edelsteinmine, dann könnt ihr auch anfangen und dann könnt ihr, ja, dann habt ihr eben ein Jahr später als die anderen bessere Edelsteine, aber in der Zeit habt ihr halt schon viel mehr Statpunkte gemacht als die, weil ihr mehr Plätze zur Verfügung habt, ne? Also das ist auf jeden Fall mein Tipp, den ich euch dazu geben kann. Macht das auf jeden Fall, nutzt das und ich denke, für mich ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, vor allen Dingen sowas, wenn wir jetzt so wie neue Updates betrachten mit dem Legendary Dungeon, wo man jetzt auch so viele Epics bekommt und die einen in den Rachen geworfen werden, so. Da möchte man ja auch möglichst viel Platz haben, um dann halt auch möglichst viel davon profitieren zu können, ne? Also das sind alles so Vorteile, die für die Schatzkammer halt sprechen, so, ne? Und deswegen, ja. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das sowieso schon, aber ich erwähne es immer gerne nochmal, ne, damit das auch alle mitkriegen. Gut, ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen mir so ein paar Leute rauszupicken, wen ich hier so angreifen könnte immer mal. Und das ist aber ziemlich schwierig, weil die Gegner halt die sind halt alle deutlich besser als ich. Und wenn ich mal einen besiege, dann liegt es halt daran, dass ich mit meiner Waffe einen guten Crit gelandet habe, so wie jetzt zum Beispiel hier, ne, aber im Prinzip bin ich halt doch, muss ich zugeben, noch deutlich schlechter von den Werten her, wenn wir das jetzt mal so vergleichen, von den Statpunkten her. Ja, liege ich da jetzt ein bisschen weiter hinten. Wir können ja mal einfach den nächstbesten Magier nehmen hier, so mal zum Vergleich hierzu, ne? Sind natürlich dann schon ein paar Unterschiede an Statpunkten, die natürlich dann den Ehrenhallenunterschied hier dementsprechend ausmachen. Aber durch meine Waffe kann ich halt ein bisschen punkten. Und ja, Magier sind da halt relativ unbeständig. Deswegen, ja, sind Krieger eigentlich so ein bisschen besser oder ein bisschen konstanter in der Ehrenhalle. Battle Mages genauso, weil die halt ein bisschen mehr Leben haben, nicht so variieren vom Schaden her.
Und ja, ich kann mich halt so ein bisschen künstlich hochpushen, dadurch, dass ich halt immer 200 Ehre zu ihm gewinne, er aber nichts an mir gewinnt, ne? Oder wenn ich verliere, auch nicht großartig viel verliere. Ne? Und das ist halt der Vorteil dadurch. Aber ich kann halt auch jederzeit wieder einfach rausgekickt werden, wenn ich dann eines Tages da oben in diesen Ehrenhallenbereich so ein bisschen angekommen bin. So, ne, wie gesagt, Konstanz wird bei mir eben nicht groß geschrieben. So, es sei denn, es ist ja eine Stadt. Gut, wir können mal auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz schaffen hier. Den Ring werden wir mal in die Toilette schmeißen. Mal schauen, was bekommen wir daraus. Stärke. Der Hula-Hoop-Reifen. Plus 4 ist nicht wirklich lohnenswert. Das heißt, wir zerlegen das Teil hier so weg damit. Hier haben wir noch ein Weihnachts-Epic gefunden. Das habe ich eben gerade gefunden gehabt, ja. Minus 43 schlechter, weil ich da ein Leggy drin habe. Wenn dieses Mal der Legendary Dungeon auch kommen sollte irgendwann, dann werde ich auch nochmal definitiv ein paar Runs machen, weil ich ja unbedingt noch die Waffe haben möchte. Das ist schon deutlich krasser. Ich weiß nicht, wer hatte die gehabt. Irgendwer hatte hier schon tatsächlich eine... Hier, Seth hat die. Wer hat die noch? Der Psycho hat die auch. Wenn wir uns das mal anschauen hier. 110 Stat-Punkte. Das ist krass. Das ist ein richtig krasser. 150 Stat-Punkte. Gut, der ist auch im Level noch weiter vor ihm. Aber 150 Stat-Punkte. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist heftig. Das sind viele Stats. Und die möchte ich mir auf jeden Fall auch nächstes Mal grabben. Also, ja... Auch wenn die Spanne nicht so gut sein sollte von meiner Waffe, ne, wenn ich die Leggy-Waffe bekomme, die Stat-Punkte und der Durchschnittsschaden, das macht es auf jeden Fall wieder wett, würde ich sagen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine 1er-Spanne oder so. Ja, ist natürlich nicht so nice. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leggy-Waffe kriegen würde, die 4500 rechts raus hätte, würde ich die auf jeden Fall schon nehmen. Das wäre eigentlich schon sehr gut. 4000 würde, denke ich mal, auch reichen. Wir können mal gucken. Was hatte er hier? 4700, er hat richtig Glück gehabt mit seiner Waffe hier. Alter, er nicht so. Ja, bloß eine 4100er, immer noch stabil. Hat er der auch trotzdem genommen. Wie gesagt, die Stat-Punkte sind halt in dem Falle einfach deutlich gravierender als so eine relativ schlechte Spanne. Aber holy shit, Alter, Seth, Junge. Da hast du richtig krass reingelackt hier, was das angeht. Ey, holy shit, das ist eine Traumwaffe, ist das. Eine Traumwaffe. Bei ihm wäre natürlich auch schon easy die 5K rechts raus möglich, so, ne? Bei mir mittlerweile auch schon. Allerdings natürlich noch schwieriger als bei ihm. Aber Digga, das ist saftig. Guck mal, ich habe ein bisschen bessere Rechtsrausspanne, aber na gut, ja, die Stat-Punkte sind natürlich nicht so. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt werden wir wieder aufholen mit den Edelsteinen. Das freut mich sehr, dass wir das jetzt endlich geschafft haben hier. Jetzt kann ich meinen Inventarplatz voll nutzen und bin gespannt auf die Edelsteine, dass die dann auch wieder ein bisschen besser werden. Das heißt, ich werde dementsprechend auch wieder wahrscheinlich ein bisschen besser werden in der Ehrenhalle. Ne? Also jeder Statpunkt, der zählt halt so, ne? In den Top 10 nachher. Und ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt, was das ausmachen wird. Unsere Gilde ist natürlich nicht so nice, was die Ritterhallenpunkte angeht. Wir haben nur 926. Das macht mir natürlich einen ganz schönen Strich durch die Rechnung, ne, für meine Pläne nach ganz oben. Wenn wir jetzt mal Celtic mal hier anschauen, ja, die haben halt deutlich bessere Edelsteine als wir. Ja, ist natürlich nicht so cool, ne? Aber wir sind halt leider auch relativ viele Inaktive in der Gilde hier, was auch auf kurz oder lang unser Untergang sein wird hier in der Gilde. Denn Celtic wird natürlich uns in Bälde überholen. Alleine schon vom Durchschnittslevel her 461 merken wir uns und 1000 Ritterhallenpunkte. 420 und 926, ja, ne, und einer noch weniger hier, ne, ich meine, macht auch viel aus. Ja, deswegen ist auf jeden Fall ärgerlich, aber solange die Gilde noch einigermaßen aktiv ist, so, werde ich natürlich hier auch noch drinne bleiben. Wenn sich der Zustand irgendwie verschlimmern sollte, werde ich überlegen, ja, aber noch ist ja alles okay und da sind mir auch die paar Stat-Punkte jetzt auch, muss ich sagen, jetzt nicht so wichtig, dass ich da jetzt hier einen Gildenwechsel hier unternehmen würde. Ne? Weil so ein Gildenhopper bin ich dann nun auch wieder nicht, wenn ich wegen 50 Ritterhallenpunkte meine Gilde verlasse hier. Ne? Das ist natürlich klar. Das mache ich natürlich nicht. Ne? Muss ich aber alles, wie gesagt, die Waage halten wie Justitia dann an der Stelle. Und wenn das denn sich der Zustand verschlimmern sollte, muss man halt dann überlegen, was man macht. Ne? Weil, wie gesagt, man hat ja auch selbst Pläne
für die Zukunft so, ne? Und ja, aber ne, wie gesagt, bis dahin ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Es sind viele alte Hasen hier ja noch in der Gilde drin, die auch, denke ich mal, in Zukunft nicht weiter aufhören werden, hier zu spielen. Ja, deswegen habe ich da auch erstmal zumindest keine weiteren Bedenken. Dadurch, dass Duratin auch wieder dabei ist, habe ich hier noch einen YouTuber-Kollegen auch gleichzeitig noch mit in der Gilde. Ist natürlich auch ganz nice immer. Freut mich natürlich auch, dass ich hier mit meinem Hobby auch nicht ganz alleine bin hier auf YouTube, ne? Wenn man immer noch den einen oder anderen Kollegen noch mit dabei hat, der das Ganze, ja, der denselben Blödsinn im Kopf hat wie ich. Ne? Und ja. Ja, gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.